Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir starten jetzt die Kampagne von Caesar 3, indem wir unsere Karriere als neuen Gouverneur beim Imperator beginnen. Dafür gehen wir hier auf den Button Neue Karriere starten. Ja, und wir brauchen natürlich einen Namen für den Gouverneur und das ist natürlich Dominus. Ja, dann schauen wir mal, was der Imperator uns zu sagen hat für die erste Kampagne. Beginnen wir also mit dem Regierungstraining. Zunächst einmal müsst ihr die Grundlagen für den Bau römischer Siedlungen kennenlernen. Richtet Wohngebiete ein und schon bald werdet ihr sehen, wie Leute in eure Stadt kommen. Klickt diese Leute mit der rechten Maustaste an, damit sie euch wichtige Informationen über eure Stadt mitteilen. Nach einem Rechtsklick auf ein Gebäude seht ihr ein Textfeld mit einer Beschreibung dieses Gebäudes. Dazu einen Hilfe-Button, mit dem ihr weitere Informationen darüber aufrufen könnt, wie dieses Gebäude funktioniert. Wege. Klickt mit der Maustaste und haltet sie gedrückt, um mehrere Wegabschnitte an einem Stück zu verlegen. Plant den Verlauf der Wege sehr sorgfältig. Baut so wenig Kreuzungen wie möglich ein, damit die Leute auch wirklich an die Stellen wandern, die sie besuchen sollen. Denn an jeder Kreuzung können die Leute wählen, wohin sie gehen wollen. Mit jeder zusätzlichen Kreuzung habt ihr weniger Kontrolle über die Route, die die Leute einschlagen. Ja, so viel vom Imperator. Unsere erste Kampagne, der neue Gouverneur, ein Dorf entsteht. Unser Ziel ist, eine Bevölkerung von 150 haben und Häuser bauen. Die ersten Kampagnen von Caesar 3 sind als Tutorium ausgerichtet. Wir bekommen also immer wieder Informationen über die verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Präfekturen, Produktionen, Farmen etc. und auch die Freischaltung im Baumenü. All diese Themen haben wir ja in unserem Tutorium schon besprochen und von daher werde ich da nicht viel mehr dazu sagen. Okay, dann starten wir einfach mal und schauen uns die Karte an. Das ist unsere Karte, eine recht kleine Karte. Wir haben hier im Baumenü auch nur die 4 Optionen: Häuserbau, Planieren, Wege und Wasserversorgung. Dann würde ich mal sagen, planieren wir mal ein großes Stück hier und errichten mal ein paar Parzellen. So, jetzt warten wir mal, bis die ersten Siedler unsere Stadt erreichen. Alle Parzellen sind jetzt entsprechend besiedelt und es schaut so aus, als ob einige Siedler ihren eigenen Weizen mitgebracht haben. Okay, dann schauen wir mal weiter, was so passiert. Jetzt ist der erste Brand ausgebrochen und wir müssen entsprechend Präfekturen bauen. Hier wird nochmal kurz erklärt, wie das funktioniert und auch nochmal das Thema Nachrichten und was wir dann entsprechend machen müssen. Okay, das ist nichts Neues. Im Baufeld ist auch jetzt die Präfektur entsprechend freigeschaltet worden. Dann bauen wir mal relativ schnell Präfekturen. Und ich trenne noch hier schnell die Straßen, damit unsere Präfekten nicht die ganze Straße laufen müssen. So, die Parzellen sind wieder neu ausgewiesen und wir warten weiter. Nun sind die ersten Gebäude eingestürzt. Das heißt, dass wir jetzt Ingenieursposten bauen können. Wir können auch jetzt entsprechend den Senat errichten. Hier ist alles entsprechend freigeschaltet worden und den Senat bauen wir hier hin.
Mit dem Senat können wir jetzt auch Tempel für unsere Gottheiten bauen. So errichten wir jetzt für jede Gottheit einen Tempel. Ja, und mit dem Bau der Tempel strömen neue Siedler in unsere Stadt und wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis wir die entsprechende Bevölkerungszahl haben. Wenn wir die Ziele erreicht haben, die der Imperator uns gestellt hat, dann befördert er uns und diese Beförderung nehmen wir natürlich gerne an, nämlich zum Sekretär. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Grundlagen zu meiner Zufriedenheit gemeistert. Um eure Ausbildung aber voranzutreiben, habe ich jetzt noch eine weitere hübsche kleine Aufgabe für euch. Auf nach Brundisium. Eure Prioritäten sind Sicherheit, Wohnraum, Nahrung und Wasser. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ohne Wohnraum und Nahrung wird eure Stadt keine neuen Immigranten anziehen. Rom wünscht jetzt, dass eure Stadt Nahrungsmittel erzeugt. Baut eine Farm auf fruchtbarem Land. Es wird durch gelbe Grasbüschel ausgewiesen. Verbindet die Farm über einen Weg mit den Wohngebieten. Liegen die Wohngebiete zu weit von der Farm entfernt, hat diese keinen Zugriff auf Arbeitskräfte. Baut neben der Farm ein Silo und stellt sicher, dass auch das Silo Zugang zu Arbeitskräften hat. Sobald der Weizen reif ist, bringt ihn ein Karren zum Silo. Nach und nach wird sich das Silo füllen. Je weniger leere Fenster sichtbar sind, desto voller ist das Silo. Zu den Märkten hat der Imperator wohl nichts zu sagen, aber da wissen wir ja dank des Tutoriums drüber Bescheid. Gut, Brundisium, Ernährung der Bevölkerung. Unser Ziel ist 650 Einwohner und ein Silo bauen und mit Weizen füllen. Auch hier schauen wir uns jetzt mal die Karte an. Eine kleine Karte. Wir haben hier die landwirtschaftlichen Flächen. Hier ist der Fluss. Ja, ich würde sagen, wir bauen hier in der Mitte die Stadt mal auf. Hier Geschwindigkeit runter und erstmal planieren. So, im Grundaufbau haben wir die Stadt errichtet. Geschwindigkeit kann wieder hoch und wir warten auf unsere Siedler. Da wir jetzt schon Dienstleistungsgebäude gebaut haben, gibt es natürlich die Meldung, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben. Aber das ändert sich ja jetzt gleich. Nachdem jetzt alle Parzellen besiedelt sind, kümmern wir uns um die Nahrungsversorgung. Unsere Nahrungsversorgung steht jetzt und ich denke, wir werden auch direkt schon Tempel bauen. Wir warten wieder, bis das Silo gut gefüllt ist, um den Markt zu errichten. Nun können wir Brunnen errichten. Das tun wir. Wir errichten hier ein Reservoir. Und hier. Verbinden das mit dem Aquädukt. Und können dann entsprechend hier 2 Brunnen errichten.
und die Ziehbrunnen entsprechend entfernen. Jetzt können wir den Markt errichten und die Entwicklung der Stadt geht jetzt weiter. Wo wir jetzt unsere Bürger mit Nahrung versorgen und die Gebäude sich weiterentwickeln, können wir jetzt den Senat bauen. Den errichte ich hier. Nun können wir die Stadt entsprechend mit weiteren Dienstleistungsgebäuden erweitern, ein Badehaus, wir können Gärten errichten und unsere ersten Veranstaltungseinrichtungen, nämlich das Theater. Eine Schule können wir übrigens auch schon bauen, damit fangen wir an. Venus schickt uns einen kleinen Segen und wir haben eine gute Stimmung in der Bevölkerung. So, und dann das Badehaus. Und ein Theater bauen wir auch. Mit der entsprechenden Künstlerkolonie. Ein paar Gärten wäre auch nicht schlecht. Und dann sieht unsere Stadt schon sehr gut aus. Wir erweitern mal ein bisschen unsere Nahrungsproduktion. Und da wir relativ viel an Arbeitslose haben, bauen wir nochmal für jeden Gott einen Tempel. Nun können wir auch ein Forum bauen. Und unsere Berater sind jetzt entsprechend freigeschaltet. Und wir können die ersten Gewerbestätten errichten, nämlich die Tongrube und natürlich dann die Töpferei. Dann will ich nochmal eben unsere Tempel zu Ende bauen, damit wir hier keine eifersüchtigen Gottheiten haben. Dann errichten wir hier noch das Forum. Normalerweise bräuchten wir jetzt hier kein Forum für dieses Stadtgebiet, da der Senat auch Steuereintreiber losschickt. Hier werden wir unsere Geschirrproduktion errichten. So, unsere kleine Geschirrproduktion steht. Lagerhaus ist hier natürlich nur auf Geschirr eingestellt. Und jetzt warten wir, bis wir das erste Geschirr im Lagerhaus haben. Ich baue hier nochmal einen zweiten Markt hin. Ich habe jetzt hier noch ein Lagerhaus gebaut, was nur für Weizen entsprechend eingestellt ist, weil ich nachher Weizen exportieren möchte. Mit dem ersten Geschirr in unserem Lagerhaus können wir jetzt auch Handel im Imperium betreiben. Dafür gehen wir auf die Imperiumskarte und wir schauen, mit wem wir Handel treiben können. Das ist Capua und Capua kauft Weizen, Waffen und Geschirr und verkauft uns Eisen. Wir eröffnen die Handelsroute, gehen jetzt auf unseren Berater und stellen Weizen ein, dass wir den entsprechend exportieren. Ich werde aber jetzt auch noch Eisen importieren, um Waffen zu verkaufen. Dafür baue ich jetzt nochmal ein Lagerhaus hierhin. Und das Lagerhaus nimmt Waffen und Eisen an. So, und dann errichten wir noch 2 Waffenschmieden. Und warten darauf, dass wir die entsprechende Bevölkerungszahl bekommen. Diese Kampagne haben wir jetzt auch erfolgreich abgeschlossen und Caesar befördert uns zum Ingenieur. Ihr lernt schnell. Jetzt könnt ihr bereits eine echte Aufgabe erfüllen. Von nun an
dürft ihr selbst wählen, in welche Richtung euch eure Karriere führen soll. Wagt euch an die eher friedlichen Provinzen, wenn ihr euch auf Verwaltung und Politik konzentrieren wollt. Oder an die gefährlicheren, wenn ihr Roms Feinden die Stirn bieten wollt. Ja, wie der Imperator erwähnte, können wir uns ab nun aussuchen, in welche Richtung unsere Karriere weitergehen soll. Entweder wirtschaftlich, dann starten wir mit Capua. Oder militärisch, dann starten wir mit Tarentum. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einer der Kampagnen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.